Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Video aus der Rubrik Steinalt. Wie ihr seht, ich habe ein Set mitgebracht aus der alten Lego Space Serie. Das Set ist fast 40 Jahre alt, ist aus 1986. Es ist die 6820, das Starfire One. Dabei soll es aber nicht bleiben. Ich habe direkt noch ein zweites Set mitgebracht, nämlich die 6808. Das ist der Galaxy Tracker, der kam ein Jahr später raus, 1987. Und auch das war es noch nicht. Jetzt kommt die 6827 und da habe ich direkt mal ein B-Modell aufgebaut, weil ich das B-Modell total spannend fand, weil man halt quasi zwei kleine Raumschiffe hatte. Und damit das eine Raumschiff hier nicht ganz so alleine dasteht, habe ich direkt noch mir eine neue Minifigur besorgt und die setze ich dann natürlich jetzt schon mal drauf. So, und zu guter Letzt habe ich hier noch die 6875. Das ist das Hovercraft. Das ist streng genommen schon nicht mehr Classic Space, sondern aus der Serie Futuron. Und das Ganze erkennt man allein schon daran, dass hier die Minifigur ein anderes Design hat. Ja, und diese 4 Sets, die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. Ja, und starten möchte ich mit dem ältesten der Modelle. Das ist hier die Starfire One von 1986. Hat 34 Teile. Abzüglich Pilot sind es noch 29. Ist eine grundsolide Konstruktion. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein Raumschiff. Ist es jetzt für meine Begriffe nicht, sondern eher so ein Speeder, weil der Astronaut sitzt da hier mehr oder weniger offen und düst durch die Gegend. Hinten dran 2 große Düsen, vorne eine Antenne und hier angedeutet noch 2 Laserkanonen. Und ja, dann kann er loslegen und zu seinem Raumflughafen schippern. Finde ich ganz cool. Insbesondere auch, dass auf der Rückseite hier noch eins der B-Modelle abgebildet ist. Insgesamt sind auf der Packung 3 B-Modelle. Die werde ich jetzt hier nicht alle zeigen. Wenn sie euch interessieren, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich dazu noch mal ein separates Video machen. Ich habe die alle schon mal gebaut. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wie gesagt, das war die Starfire One. Und jetzt geht es mal weiter mit dem nächsten Modell. Ja, mit dem nächsten Modell sind wir dann im Jahr 1987 angekommen. Das ist hier die 6808, der Galaxy Tracker. Das ist insgesamt ein ziemlich ähnliches Konzept wie die Starfire One. Ein kleiner offener Speeder mit einer Minifigur, hat aber ein paar Teile weniger. Hier sind es jetzt 29, abzüglich der Minifigur sind es noch 24. Auch hier haben wir wieder vorne die obligatorische Strahlenkanone. Hinten dran ist der Antrieb, wie sich das gehört. An der Seite als kleine Besonderheit gibt es hier diese Schläuche. Ich denke mal, die sind zur Treibstoffversorgung. Und was ich damals als Kind total stark fand, das ist natürlich heutzutage nichts Besonderes mehr, das sind hier diese schwenkbaren Flügel. So, genau. Ähnlich wie bei der Starfire One gibt es auch hier auf der Rückseite gleich das erste von 3 B-Modellen, die man nachbauen konnte. Ja, und das würde ich heutzutage natürlich mal total stark finden, wenn es bei einem offiziellen Lego-Set zumindest mal ein B-Modell geben würde, was man nachbauen kann. Aber von dem Gedanken habe ich mich schon lange verabschiedet. Leider, wie ich sagen muss. Ich würde das mal wieder cool finden. Ja, und das nächste Modell, das stammt auch aus dem Jahr 1987. Das ist hier der Strata Scooter Nummer 6827. Ist diesmal kein Speeder im Original, sondern ein Rover zum Erkunden der Planetenoberfläche. Ja, und wie gesagt, ich habe euch hier mal direkt ein B-Modell aufgebaut, weil ich diese B-Modelle wirklich herausragend finde. Und zwar hat man hier direkt nochmal eine kleinere Version von dem Rover zum Erkunden der Planetenoberfläche hier vorne dran mit Sensoren, vielleicht zum Suchen von Bodenschätzen, ich weiß es nicht, sieht jedenfalls ziemlich stylisch aus. So, und zum Zweiten hat man dann noch zusätzlich hier diesen kleinen Speeder, das ist echt nichts Besonderes, wirklich nur eine Handvoll Teile, aber dann doch irgendwie ziemlich kreativ zusammengesetzt. Wie gesagt, zweite Minifigur drauf und sofort hat man den doppelten Spielspaß. Versteht sich von selbst, dass das hier keine Display-Modelle sind, sondern wirklich Modelle zum Spielen. Und von daher hat man, wie gesagt, mit den beiden Raumschiffen gleich den doppelten Fun. So, jetzt möchte ich euch aber das Originalset nicht vorenthalten und werde das mal eben zusammenbauen. So, und da habe ich das Original auch schon fertig. Einmal der Strata Scooter, so wie er sein soll, als Originalset. Hat insgesamt 35 Teile, abzüglich der Minifigur sind es dann noch 30. Ja, was auch nochmal bemerkenswert war, ist, dass eben alle 30 Teile auch in den B-Modell verbaut war, was ich euch gezeigt hatte. Genau, aber jetzt kommen wir mal zum Original. 4 relativ große Reifen. Vorne dran hier sind diese beweglichen Elemente in transparentem Grün. Fand ich immer ganz cool, ein bisschen optisch aufgelockert im Vergleich zu dem Weiß, Schwarz und Rot, was die Modelle sonst hatten. Ich habe es immer gespielt, dass das die Sensoren sind zum Erkunden der Planetenoberfläche.
Hinten dran gibt es dann noch den Antrieb und das hier halt die Laserkanone. Wahlweise kann man die Elemente auch nach hinten ausrichten und dann ist es eben keine Laserkanone, sondern dient zur Unterstützung des Antriebs. Ja, und dann kann er auch schon loslegen und den Planeten erkunden. Und was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist das letzte Modell für heute, die 6875, nämlich den Hovercraft. So, da ist das gute Stück auch schon. Das ist jetzt wie gesagt aus der Futuron-Serie. Der einzige Unterschied, den ich so wirklich wahrnehmen kann, das ist die Minifigur. Die hat nämlich jetzt hier schon ein etwas neueres Design. Was ganz schick ist, aber ich fand das alte auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ansonsten kann man jetzt optisch nicht so wahnsinnig viel andere Sachen erkennen. Es ist nach wie vor weiß der Grundton und dann Applikationen in schwarz, rot und blau. Das Raumschiff an sich hat an der Unterseite hier 4 Antriebsgondeln und hier hinten auch nochmal 2 Sachen für den Antrieb. Und wenn man von oben guckt, dann sieht man, dass es auf jeder Seite 2 Strahlenkanonen gibt, jeweils nach vorne und nach hinten ausgerichtet. Man muss sich auch verteidigen können. Wenn man das Cockpit mal aufklappt, dann sieht man, dass hier oben auch nochmal Kanonen dran sind. Das Ding ist ganz gut bewaffnet, würde ich sagen. Genau. Im Gegensatz zu den anderen 3 Modellen ist das hier eine ganze Ecke größer, hat 93 Teile. Abzüglich der Minifigur sind es dann noch 87. Und auch bei den B-Modellen haben die nochmal aufgeholt. Da gibt es diesmal sogar 4, was ich natürlich wieder total stark finde. Wenn euch die B-Modelle interessieren, von allen Modellen, die ich hier vorgestellt habe, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich dazu gerne nochmal ein Video machen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht mehr. Ansonsten sage ich Tschüss für heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Projekten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.